Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Auto Impression und in diesem Video werde ich über unser Gumotec Seawave sprechen. Ich werde euch die Details zu dem Boot verraten und unsere Erfahrungen, die wir damit gesammelt haben. Aber darum soll es gar nicht primär gehen, sondern vor allen Dingen möchte ich euch verraten, welche Änderungen wir vorgenommen haben und welches Zubehör wir nutzen, um das Boot als Zweier-Touren-Kajak nutzen zu können. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Hinter mir liegt unser Gumotec Seawave und anhand dessen werde ich euch das Boot und unser Setup einmal vorstellen. Heute ausnahmsweise mal nicht aus unserem Outdoor-Studio, sondern von unserer Dachterrasse, denn ich war zu faul, das Boot in den Wald zu schleppen. Das Boot ist 4,55 Meter lang, 83 cm breit, wiegt 17,5 Kilo und die 3 Luftkammern werden mit einem Luftdruck von bis zu 0,25 bar aufgepumpt. Das Kajak kann bis zu 250 Kilogramm tragen und lässt sich, wie für Schlauchkajaks üblich, gut in dem mitgelieferten Trockenrucksack transportieren. Das war auch unser Argument, es für unsere Reisen zu kaufen. Im Lieferumfang enthalten sind eine Finne, ein 100 Liter großer Transportrucksack, einstellbare Fußstützen, 2 Sitze, ein Reparaturset, ein Schwamm und ein Schlüssel für das Überdruckventil im Boot. Das Boot bietet auch Platz für einen dritten Sitz, diesen muss man aber dazu kaufen und zu dritt eignet es sich dann auch nicht mehr für Touren. Christine und ich sind das Boot jetzt schon über 2 Jahre lang gefahren und durften es in vielen verschiedenen Situationen ausprobieren. Laut Hersteller eignet es sich für Flüsse mit bis zu Wildwasserstufe 2 und dies können wir auch bestätigen. Genauso hat es einen sehr guten Geradeauslauf und man kann damit wunderbar auf Seen fahren, auch bei Wellengang. Ebenso würde es sich für küstennahe Touren eignen. Eine lange Tour auf einem See könnt ihr euch zum Beispiel in unseren Videos zur Seimer Seenplatte anschauen. Diese verlinken wir euch hier oben. Eine Flusswanderung auf der Sieg haben wir ebenfalls für euch auf Video festgehalten. Auch diesen Link findet ihr hier oben. Vor kurzem haben wir auch noch eine 3-tägige Flusswanderung auf der Wilden Wied gemacht. Dieses Video verlinken wir euch, sobald es fertig ist. Gumotec selber bietet viel Zubehör an, von dem ich euch einiges im Folgenden zeigen werde. Um es aber wirklich gut als 2-Personen-Touren-Kajak zu nutzen, muss man etwas kreativer werden. Wie wir das umgesetzt haben und was wir dafür nutzen, zeige ich euch gleich. So viel sei aber schon mal gespoilert, wir sind mit unserer Lösung sehr zufrieden. Unsere Boote sowie Paddelzubehör und einiges von unserem Outdoor-Equipment kaufen wir schon seit langem bei Arts Outdoors und hier waren wir immer außerordentlich zufrieden. Umso mehr freue ich mich, euch an dieser Stelle sagen zu dürfen, dass wir mittlerweile Partner von Arts Outdoors geworden sind. Den Link zur Webseite von Arts Outdoors sowie zum Boot und jeglichem Zubehör, was ich euch gleich vorstellen werde, findet ihr, wie ihr es von uns gewohnt seid, unten in der Videobeschreibung. Wie ihr es wahrscheinlich ebenfalls gewohnt seid, handelt es sich bei diesen Links um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr etwas darüber kauft, kriegen wir eine kleine Provision. Solltet ihr also etwas davon kaufen, würden wir uns außerordentlich freuen, wenn ihr es über einen unserer Links tut. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen und ich sage an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für den Support. Nun aber endlich zu unserer Ausstattung für die Nutzung als Zweier-Touren-Kajak. Als erstes wäre hier das Spritzverdeck aus dem Original Gumotec Zubehör zu nennen. Dieses ist bei Flusswanderungen oder generell Regen sehr praktisch und bietet die Unterlage für unsere Packtaschen. Auch 2 Netze und ein Spannseil für schnellen Zugriff auf Equipment während der Fahrt sind mit dabei. Außerdem geben die dazugehörigen Metallverstärkungen dem Boot mehr Stabilität. Diese montieren wir deshalb sogar dann, wenn wir das Spritzverdeck auf kurzen Touren nicht nutzen.
Als Regen- oder Spritzschutz sind die dazugehörigen Spritzschützen sehr nützlich. Wir nutzen sie zwar nur sehr selten, aber wenn es dann mal wieder soweit ist, sind wir sehr froh, dass wir sie haben. Als Hauptpacktaschen nutzen wir zweimal die Bug- und Hecktasche von Grabner und einmal die Mitteltasche. Diese sind für das Escape von Grabner gedacht, passen aber, wie man sieht, auch super auf das Seawave und sind wasserdicht. Bei Regen sowieso und auch schon 2 Kenterungen haben sie überstanden, dabei haben sie dicht und fest am Kajak gehalten. Es sei lediglich erwähnt, dass der Schwerpunkt des Bootes dadurch natürlich etwas nach oben rutscht und es etwas kippanfälliger ist. Es lässt sich aber trotzdem noch gut handeln. Um die 3 Taschen befestigen zu können, muss man das Boot allerdings etwas modifizieren. Vorne und hinten haben wir das ganz einfach gelöst, indem wir in die bereits vorhandene Führung für das umlaufende Sicherheitsseil einfach schwarzen Paracord eingebunden haben. Das fällt kaum auf, stört nicht und die Haken der Taschen lassen sich so super einfach ein- und aushängen. Wem das Volumen der Front- und Hecktasche von jeweils 45 Litern reicht, der hat hier schnell und einfach eine super Lösung. Uns ist das aber für lange Touren zu wenig, deswegen haben wir für die Mitteltasche noch 4 D-Ringe montiert. Zur Montage haben wir hier den Werkstattkleber von Grabner benutzt und der hält bombenfest. Mittlerweile haben wir aber auch an unserem Gumotex Scout Beschläge angebracht und hierfür den Originalkleber von Gumotex verwendet, der bis jetzt ebenfalls super hält und vom Aufwand der Montage nochmal etwas geringer ist. Anstatt der D-Ringe könnte man hier auch die Originalhaltung für die Sicherungsleine benutzen. Diese lässt sich nachkaufen, ebenfalls wie D-Ringe montieren und es würde wahrscheinlich noch etwas harmonischer aussehen. Die Mitteltasche bietet nochmal ein Stauvolumen von 44 Liter und in den 3 Taschen bringen wir dann unser gesamtes Equipment unter, was meistens sehr umfangreich ausfällt. Die eben erwähnten Netze der Spritzdecke lassen sich auch einfach auf die Taschen ummontieren. Das etwas kleinere Netz, was hinten gewesen ist, passt gut auf die mittlere Tasche und das größere Netz, was hier in der Mitte gewesen ist, passt sehr gut auf die vordere Tasche. So lassen sich die Netze auch mit Gepäck super nutzen. Auch praktisch an der Hecktasche ist, dass man den Bootswagen festmachen kann, indem man ihn einfach darunter legt und die Tasche festzurrt. So spart man zusätzliches Befestigungsmaterial für den Bootswagen. Als Bootswagen nutzen wir den Eckler Beach Rolli Classic, welchen man zusätzlich auch als Sackkarre oder als Stuhl verwenden kann. Das finden wir sehr praktisch. Wie der Bootswagen sind bei Umtragungen auch diese Griffe hier praktisch. Die Originalgriffe lassen sich zwar gut greifen, aber sie sind vom Winkel manchmal unpraktisch und man steht sehr nah am Boot. Das ist mit diesen Griffen hier nicht der Fall. Auch ein Seil als Festmacher und zum Treideln ist sinnvoll. Für unser mittlerweile sehr umfangreiches Kameraequipment nutzen wir noch diese wasserdichten Packsäcke von Ecstasy. So viel Kameraequipment wie wir werden wahrscheinlich die wenigsten Paddler mit sich führen. Aber man hat doch immer wieder mal Sachen dabei, die man nah bei sich haben möchte, wie zum Beispiel Snacks oder Wechselkleidung. Die Packsäcke kann man dann an den Beinen in den Fußraum reinpacken. Dort stören sie nicht und wir hatten sie sogar auch schon mal oben auf den Packtaschen von Grabner montiert. Der vordere Paddler sollte der mit den kürzeren Beinen sein, denn hier ist im Fußraum nicht mehr viel Platz und man kann maximal noch kleinere Ausrüstungsgegenstände unterbringen. Im Fußraum des hinteren Paddlers hingegen bleibt noch mehr Platz übrig. Auch diesen nutzen wir mit den Trockensäcken von Ecstasy, welche es übrigens in verschiedenen Farben und Größen gibt. Da das Gepäck hier vor Licht und Sonne geschützt ist, eignet es sich sehr gut für Proviant und dafür haben wir es meistens auch genutzt. Das gleiche gilt für den Platz im Heck des Schiffes. Auch hier haben wir oft unser Proviant transportiert und manchmal die Luftpumpe. Hier können wir übrigens diese Luftpumpe von Ecstasy empfehlen. Sie hat einen sehr großen Hub und alle nötigen Aufsätze für Gumotex-Boote sind bereits mit dabei. Wenn man den spitz zu laufenden Platz im Heck ideal ausnutzen möchte, dann ist hier dieser Packsack von Grabner die ideale Lösung, denn er ist von der Form so gestaltet, dass er sich wirklich bestens ins Heck einfügt. Von einem anderen Hersteller habe ich so einen Packsack leider noch nicht gesehen. Falls ihr einen kennt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare.
Auf unserer Tour in der Region Saimaa hatten wir so Proviant für 3 Personen und 10 Tage mit dabei. Und wir haben immer sehr umfangreich gekocht. Wenn man also zu zweit unterwegs ist, dann sollte der Stauraum noch für eine spürbar längere Zeit reichen. Auf Touren ist uns ein besonders leichtes Paddel sehr wichtig. Deswegen haben wir uns für die 4-teiligen Tour Carbon Paddel von Ecstasy entschieden. Und damit sind wir sehr zufrieden. Wem der Preis hier zu hoch ist, für den gibt es auch noch eine Alternative aus Fiberglas. 2,40 Meter sollten die Paddel schon haben. Diese kann man in der Länge verstellen von 2,30 auf 2,40 und die Paddelblätter lassen sich vom Winkel zueinander noch verstellen. Für den einen oder anderen könnte vielleicht auch noch die Original-Steueranlage von Gumotex interessant sein. Diese besitzen wir auch, aber so wie jetzt haben wir sie fast nie montiert. Sie ist zwar auf ruhigen Gewässern sehr komfortabel, aber bietet auch einige Nachteile und die Montage ist sehr aufwendig. Wir würden sie wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Wenn ihr sie aber kaufen wollt, empfehle ich euch dazu den Stemmbügel und die Pedale von Grabner. Damit lässt sie sich deutlich besser nutzen. Da es nicht explizit zur Ausrüstung des Seawaves gehört, möchte ich an dieser Stelle nicht im Detail darauf eingehen, aber es sei trotzdem einmal kurz gesagt, Sicherheitsausrüstung soll man natürlich auch immer mit dabei haben. Mindestens eine Schwimmweste und Wurfsack und Helm können vor allem auf Flüssen auch noch sehr wichtig sein. Mein Fazit: Wir waren mit dem Boot und dem vorgestellten Equipment auf all unseren Reisen sehr zufrieden. Und wir finden, dass man hier ein tolles Boot zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, das man vielseitig einsetzen kann und stets zuverlässig ist. Wie bereits gesagt, sämtliches vorgestelltes Equipment findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Anregungen oder Ergänzungen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht dies auch gerne. Dann verpasst ihr keine neue Produktvorstellung und auch keins unserer spannenden Abenteuer. Wir würden uns sehr freuen und ich wünsche euch viel Spaß bei euren Abenteuern. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal wieder seid und sage bis dahin, macht's gut.